Hallo, Hallo. wir wollen heute mal über Scheiße. Ja, wir wollen heute über die Doppelmoral mit dem Fühlen reden. Das Fühlen ist überall langsam sehr in aller Munde. Auf Werbung steht schon, oh, Fühlen heilt oder Fühlen Ist wichtig. ist wichtig und so. Und das war vor 15, 20 Jahren oder so oder 30 Jahren war das halt noch nicht so gewesen. Es ist sehr in so eine esoterische Schublade gedrückt worden, das Fühlen. Und jetzt ist eigentlich so, dass es überall anerkannt wird und auch gesehen wird, dass das wichtig ist. Also in spirituellen Ratgebern, Life-Coaches. Auch bei vielen Ärzten, also es ist ja auch, oder Therapeuten, weil man wie gemerkt hat, irgendwie die ganze Zeit das Fühlen wegzudrücken oder darüber sich gar nicht zu befassen, hat viele Krankheiten auch hervorgebracht. Ne? Ja. Viele psychosomatische Krankheiten, Depression, Burnout, das sind auch so Sachen, wo, ja, Unterdrückte Gefühle oder so ein großer Teil sicher ihre Wirkung entfalten lassen. genau. Und man könnte jetzt meinen, oh ja, jetzt ist es ja besser geworden. Also die Gefühle, man hat das erkannt, dass die wichtig sind, aber jetzt können sie wie so eigentlich einfacher ausgedrückt werden. Und das ist nach unserer Erfahrung einfach halt nicht der Fall. Ich finde, und Pratibha wahrscheinlich auch, dass es sogar eigentlich noch schlimmer geworden ist. Die Spaltung von den Gefühlen zum Denken oder zu unserem Sein ist eigentlich wie manchmal noch größer geworden. Weil das Denken wie so draufgekommen ist und jetzt das Fühlen kontrollieren will, also noch mehr kontrollieren will. Damals hat es einfach ein paar Freigeister gegeben, die das Gefühl gehabt haben, sie müssen ihre Gefühle befreien und so. Und die hat man wie belächelt, aber so in Ruhe gelassen. Man konnte also wie erforschen, was mit den Gefühlen, wie das ist, wenn man die ausdrückt oder sich befreit oder wie tief die gehen. Ne, man konnte wie so experimentieren. Und jetzt ist es oft so, dass wir das Fühlen bejahen, aber nicht so. Wir hören das immer mehr oder auch sehr, sehr häufig, diese Beschränkung des Fühlens. Wir alle wissen, dass das Fühlen eine große Heilkraft hat, wenn wir was Traumatisches erlebt haben oder wenn wir eine Lebensgeschichte mit rumtragen. Dann muss manchmal das Gefühl ausgedrückt werden. Aber das Denken ist sich dieser Tiefe von diesen Gefühlen überhaupt nicht bewusst. Also es hat wie Angst eigentlich vor dieser Tiefe, vor dieser, vor dem lauten, hässlichen vielleicht auch, vor dem Ausdruck eines wirklichen Urgefühls. Ne? Eigentlich wirklich so vor diesem wirklichen Gefühl. Ja. Es ist so einfach, das zu benennen oder darüber zu sprechen, über das Gefühl. Das jedoch wirklich in der Tiefe zu fühlen, ist ganz anders. Ja, und ist immer noch eine Wahnsinnsschwierigkeit. Wir wollen immer noch die Gefühle transformieren oder Verändern, weghaben. Den Schmerz schon fühlen, aber doch nicht so in der Tiefe. Wir dürfen nicht schreien, es darf sich nicht laut ausdrücken. Es muss wie so gezähmt werden. Also eigentlich ist die Zähmung der Gefühle eigentlich fortgeschritten mit dem, dass wir sagen, wir würden die Gefühle fühlen oder bejahen. Aber wenn wir wirklich hinschauen, wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir merken, wir wollen gar nicht fühlen, also in der Tiefe, wie das Gefühl eigentlich raus müsste, haben wir gar keinen Platz, wir wüssten gar nicht wohin. Ne? Und das ist oft, bringt uns noch weiter von den Gefühlen weg, weil wir
in die Gefühle was implantieren, also wo wir wie keine Ahnung eigentlich haben, wie sich das Gefühl tatsächlich ausleben will, aber wir merken, boah, da kommt was Großes oder da kommt was Starkes. Aber in unserer Gesellschaft oder auch im therapeutischen Setting wird immer mehr so weich gespült. Es werden so die Gefühle werden was weich gespült und können eigentlich nicht ihren Urausdruck herauslassen. Und das, denke ich, ist wirklich was, wo man wirklich hinschauen muss, um die Gesellschaft halt auch zu heilen oder sich selber eigentlich zu heilen. Weil wir können nicht auf die Gefühle was draufsetzen oder sagen, das muss transformiert werden oder das muss anders gefühlt werden, als das, wie es jetzt rauskommt. Ja, oder einfach so ein bisschen weinen ist immer okay. Ne? Also man darf sicher irgendwie auch mal beim Therapeuten was weinen oder bei uns in den Einzelsessions ist auch, dass Leute manchmal sich wie erlauben, auch mal Tränen kommen zu lassen. Okay. Ne? Und wenn aber wirklich ein tiefer Schmerz kommt, wenn sich die Gefühle, die wirklich ganz tief drin sind, die vielleicht schon lange warten auf Heilung, auf gesehen werden, auf gefühlt werden, wenn die kommen, oh Gott, ne? Da musst du, geh mal dahin oder guck mal, oder das musst du in den Griff kriegen. Also, und das ist das, was wir mit Doppelmoral meinen. Es wird wie so gesagt, fühlen ist okay, aber nur ein bisschen, ne? So mal an der Oberfläche, bisschen Tränen sind erlaubt. Aber was ist, wenn die Wut kommt? Was ist, wenn der Schmerz kommt, wenn jemand stirbt, wenn wirklich die Sachen, die wir erlebt haben in der Kindheit oder die vielleicht schon lange mit uns rumtragen, wenn die einen Ausdruck brauchen, um den Körper zu heilen und auch den Geist zu heilen. Ja, weil es gibt auch nicht nur so ein bisschen Depression. Ja. Eine Depression ist auch eigentlich wie so ein unbändiges Gefühl, was sich nicht so bändigen lässt. Und wenn das zu stark ist, bekommen wir Pillen, damit das abgeschwächt wird. Und genauso ist eigentlich bei man könnte sagen, bei der Heilung von Gefühlen. Ne? Wenn es zu stark ist, wird wie so abgeklemmt, ne? Weil wir einfach diese Doppelmoral haben, das Fühlen so ist, aber wir überhaupt gar nicht in Kontakt kommen mit Menschen, die tatsächlich wie so diese Urkraft vom Fühlen tatsächlich fühlen und dann eigentlich erschreckt sind, was da tatsächlich hervorkommt. Ne? Wie es sich wirklich anfühlt, wenn ein Schmerz heilt oder wenn die Todesangst gefühlt wird im Körper, wie der Körper zittert oder erschrickt. Wir gucken immer weniger tatsächlich hin. Also der Tod wird verneint in unserer Gesellschaft, der Schmerz, Krankheiten. Wir gucken immer weniger tatsächlich hin auf das. Und es wird immer mehr so ein bisschen weich gespült. Also wir gucken vielleicht eine Nachricht an oder wir lesen was übers Fühlen. Aber wie das tatsächliche Fühlen erschrecken wir dann manchmal, dass was da manchmal vielleicht für einen Hass auch drin ist oder auch für eine Lust, für eine Lebensfreude oder eine Erregung im Körper tatsächlich sein kann. Vor sowas gehen wir wie so weg oder das ist uns zu viel. Und wir wollen eigentlich nur mehr dieses Mal aufzeigen, diese Doppelmoral. Und einfach mal aufzeigen, ob wir wirklich damit so weiterkommen. Ob wir wirklich tatsächlich heilen können, indem wir unsere Gefühle versuchen zu transformieren oder zu handeln. Ja, also unsere Heilung von alten Lebensgeschichten, traumatischen Erlebnissen versuchen wie so in den Griff zu bekommen. Ne, so in den Griff zu bekommen. Und genau das bekommen wir dann halt auch. Wir bekommen eigentlich eine Gefühlswelt, die so ein bisschen so im Griff ist. Aber wir kriegen nicht dieses tatsächliche Freiheitsgefühl. Und das ist das Schöne eigentlich bei Menschen, die tatsächlich tief fühlen oder den Mut haben, halt auch in ihre dunklen Seiten hinzugehen und die zu fühlen, dass die so einen Frieden ausstrahlen, dass die so friedlich sind. Das ist was, wo man könnte wie so sagen, die oder der kennt sich. Also das ist so angenehm. Es ist so angenehm, mit Menschen zusammen zu sein, die was geheilt haben, wo wirklich was tief geheilt haben, wo bis in den Urgrund des Schmerzes gegangen sind oder bis in den Urgrund des Hasses oder der Wut oder der Trauer gegangen sind und nicht
obendran schon angefangen haben zu transformieren und wegzudrücken im Namen des zivilisierten Fühlens, würde ich mal sagen. Es gibt so ein zivilisiertes Fühlen und unzivilisiert. Und das Fühlen an sich ist immer eine Urkraft. Das kennt das Wort zivilisiert nicht. Das kennt auch nicht unzivilisiert. Das fühlt. Und in diesem Fühlen ist eine Power und eine Kraft von Heilung und von Lebendigkeit eigentlich drin. Und wir brauchen mehr Räume, wo wirklich gefühlt werden kann. Wo wir experimentieren können und erforschen können, wie es ist, die Wut tatsächlich zu fühlen, den Schmerz zu fühlen und nicht in unserer Gesellschaft oder in unserer Familie rauszulassen, sondern in einem sicheren Umfeld. Ja? Deshalb braucht es Therapeuten, es braucht Ärzte, es braucht eigentlich viel mehr Gruppenprozesse, wo starke Gefühle wieder erlaubt sind. Also wo dieses Experimentierfeld eigentlich wieder da sein darf. Ja. Und woher wissen wir, dass das heilt? Weil wir das selber erforscht haben. Und wenn ich meine Gefühle wirklich fühle, wenn ich weiß, wie tief mein Schmerz sein kann, wenn ich weiß, wie meine Wut aussieht, wenn ich die wirklich fühle, dann habe ich auch keine Angst mehr davor. Dann habe ich auch nicht Angst, bei anderen Menschen den Schmerz oder die Wut zu halten oder dabei zu sein und sie zu unterstützen. Und ich verliere eigentlich wie so die Angst vor mir und damit auch die Angst vor den Gefühlen der anderen. Ich verliere die Angst vorm Fühlen, weil wir haben eigentlich Angst vor solchen Gefühlen wie Wut, Schmerz, Verlust, Negativität, vor allen tiefen Gefühlen, wo es eigentlich wie so tiefer geht. Genau. Ne? Selbst vor der Lust in ihrer Tiefe haben viele Menschen Angst, vor der Freude, wirkliche Freude zu spüren, wirkliche Liebe zu spüren. Ja, das ist wir haben das auch schon oft gehört, ne? In Diskussionen, wo wir waren oder in Gesprächen mit Menschen, dass da auch eine Angst da ist, die schönen Gefühle wirklich zu fühlen, zuzulassen, zu lieben, wirklich geliebt zu werden, so ein Öffnen fürs Leben. Und wir fühlen uns ganz oft getrennt vom Leben. Und das kommt von weil wir uns so trennen vom Fühlen, weil das Fühlen ist ein Teil vom Leben. Und wenn wir das verneinen, wenn wir das klein halten, wenn wir das unterdrücken, fühlen wir uns auch immer so abgeschnitten. Und das ist das, was uns so krank macht, also was uns so stark in das Denken gehen lässt und so komische Sachen hervorholt von Kontrolle und von Sicherheitsdenken und von auch so komische psychosomatische Krankheiten, die oft darauf hinweisen, dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Und ich glaube, das wird wie fast schlimmer im Moment, dadurch, dass das Fühlen so in aller Munde ist und viele eigentlich auch das Gefühl haben, sie fühlen ja, aber wie gar keine Offenheit eigentlich dafür da ist, das Gefühl tatsächlich in seinem Ursprung irgendwie zu fühlen oder in dieser Tiefe zuzulassen, weil wir es auch nie sehen. Wir sehen nie, wenn jemand tatsächlich fühlt. Also wir hören nie, wenn jemand tatsächlich schreit aus Angst oder aus Wut. Das ist was, wo wir uns mega schnell eigentlich abwenden. Und sagen, oh Gott, das ist schrecklich. Ne? Da will ich nicht. Also wenn du so bist, dann geh mal weg. Und deshalb werden diese oberflächlichen Gefühle, also wir nennen sowas wie so Kopfgefühle eigentlich immer mehr. Also der Kopf produziert andauernde Gefühlschaos. Ne? Es gibt immer mehr Menschen, die unter sehr ihren Emotionen eigentlich leiden, dieses schnelle Hin und Her und da springen sie auf und da werden sie traurig und so, aber kein Gefühl wird wirklich in dieser Tiefe gefühlt, dass es mal heilen kann und eine Stille kommt. Ja? Weil das ist eigentlich das wirkliche Fühlen. In dem wirklichen Fühlen ist wie so was Energetisches, was passiert, wo es sich dann auflöst und dieses Auflösen ist für uns so dieser spirituelle Aspekt, sich zu erfahren als das, was man tatsächlich ist. Also in dem Auflösen von dem Gefühl können wir uns tatsächlich erfahren. Und wenn wir den Gefühlen aber nie die Chance geben,
zu Ende gefühlt zu werden, können wir das auch nie erleben. Und wir sind sehr dankbar für all die Menschen, die sich trauen, wirklich zu fühlen und sehen auch, was das für eine Heilungskraft hat, wenn man den Mut hat, wirklich zu fühlen. Ja, und wir wollen wirklich Mut machen, dass ihr nicht falsch seid, dass ihr richtig seid. Jeder Mensch, der sich jetzt so angesprochen fühlt und denkt, oh ja, das stimmt, ich würde auch mal gern so ein tiefes Gefühl von mir heilen oder so. Ne? Ihr seid nicht falsch. Da ist was, wo eine Intelligenz drin hat. Wir sind dafür gemacht, das wieder zu heilen, also heilen zu lassen. Aber wir brauchen Felder und Menschen, die das halten können und wo auch diese Liebe zum Fühlen eigentlich entwickelt haben, dass sie das weitergeben können oder scheren können. Ne? Deshalb habt den Mut, ruhig darüber zu reden und fühlt euch nicht falsch, wenn ihr vielleicht tiefer fühlen wollt, als das, was die Gesellschaft hervorgibt oder vielleicht ein paar Tränen sind oder irgendwelche Ärgerlichkeit mal ausdrücken wollt oder so, sondern vielleicht den Ursprung der Wut, den Ursprung des Schmerzes finden wollt und heilen wollt. Weil wenn wir wirklich fühlen, sind wir ganzer. Ja. Das Fühlen zeigt uns wie so unser Potenzial, es vergrößert unser Potenzial zu leben, klar zu sein, uns zu trauen, Wege zu gehen. Und wenn wir das Fühlen so klein halten, leben wir auch sehr klein. Wir trauen uns nichts, wir haben Angst, weil wir innerlich wie fühlen, da könnte ja was rauskommen. Also dieses Sicherheitsdenken hat sehr viel damit zu tun, dass wir so eine Angst haben vor dem Fühlen. Und das macht uns so klein im Leben. Und das Ja, ist für uns selber halt auch. Ja. Ne? Weil wir wissen, was da drin schlummert, haben wir irgendwie eine Ahnung davon. Und deshalb halten wir es bedeckt oder klein. Ja. Ne? Und deshalb kann das auch manchmal wie sich gar nicht ausdrücken. Also wenn wir manchmal das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit meinem Leben und das fühlt sich irgendwie so, ja, weil die Antwort ist in dir und du musst dahin fühlen, du musst, wenn du dir erlaubst, dass das, also müssen muss das keiner, aber es ist Luxus, sagen wir oft. Ja. Aber es fühlt sich oft so nicht so gut an. Und wenn du die Sehnsucht hast, ja, was ist eigentlich mein Potenzial? Was will ich leben? Was will durch mich zum Ausdruck kommen? Dann ist es so schön und bereichernd, sich zu erfahren und zu entdecken. Auch durchs Fühlen und nicht nur durchs Denken. Und wir haben das viel in unseren Retreats oder auch in Einzelsessions, dass manche Menschen vielleicht wie so einen Anfang machen, mal so einen Schmerz irgendwie zu fühlen, so die ersten Tränen kommen oder vielleicht der erste Schrei von Wut kommt raus und so. Und da passiert wie so ein Kappen, Oh, jetzt ist genug. Also die Angst, wirklich in die Tiefe von dem Schmerz zu gehen, also vielleicht in die Tiefe von dieser Depression zu gehen und zu fühlen, ist so groß. Und das ist halt auch, weil energetisch viel aufgenommen wird, dass das nicht richtig ist. Es ist nicht richtig, so tief zu fühlen. Es ist nicht richtig, so laut zu schreien oder so laut zu weinen. Ne? Sondern wir müssen es diszipliniert weinen, wir müssen diszipliniert heilen oder diszipliniert schreien. Das geht aber nicht. Ne? Also die Heilung, die pfeift auf Disziplin. Ne? Die will sich befreien und eine Energie, die sich befreien will, die können wir nicht irgendwie handeln. Wir können einfach einen sicheren Raum schaffen, wo die sich ausdrücken darf. Und da wir wie mehr sind als das Fühlen und das Denken, ist das auch sicher. Wir können fühlen und wir dürfen fühlen, ne? Weil wir sind mehr als diese Gefühle und das Denken, das so Angst hat, irgendwie sich auszudrücken. Und wenn wir das mal erleben,
dass wir eigentlich immer sicher sind. Wir sind auch sicher im Ausdruck Genau. von den Gefühlen. Genau, weil da gibt es eine Kontrolle, die wirklich auch das trotzdem kontrolliert. Ne? Also es ist wie so, wenn man freiwillig in ein Gefühl reingeht, ist was da, was auch das Gefühl wieder stoppen kann. Also was das wie im Griff hat, jederzeit das Gefühl, ja, wieder aufzuhören mit dem, wenn es merkt, das ist zu viel, zu überbordernd. Und wenn wir aber manchmal im Alltag erleben, dass wir so die Kontrolle verlieren und plötzlich so Gefühle kommen, entwickeln wir so eine Angst, dass wir das nicht mehr im Griff haben, ne, wenn so starke Gefühle kommen. Und wenn wir uns aber freiwillig dem hinwenden, wenn wir freiwillig uns diesen tiefen Gefühlen aussetzen, wenn wir merken, da ist was größer ist und was die Kontrolle hat und wir können jederzeit wieder aufhören, wir können jederzeit wieder raus, wir können es einfach immer wieder auch anhalten. Und das gibt uns so eine Sicherheit von, dass wir das schon trotzdem auch im Griff haben. Also auch in diesem tiefen Fühlen ist eine Instanz, die uns nicht verletzen will, genau. Ne? Die eigentlich wie so gut ist. Ja. Und deshalb ist diese Freiwilligkeit des Fühlens ist für die Heilung mega wichtig. Ne? Die Unfreiwilligkeit des Fühlens ist was, wo beängstigend ist, wenn das einfach im normalen Alltag irgendwie auftaucht und diese tiefen Gefühle hochkommen. Da ist es beängstigend. Aber in einem Setting, in einem therapeutischen Setting oder im Gruppenprozess ist das sehr heilend, freiwillig. Freiwillig eigentlich in diese Gefühle zu gehen und in einem sicheren Rahmen eigentlich die auszudrücken, so wie sie ausgedrückt werden wollen. Und da ist was, wo ein Wahnsinnsheilungspotenzial ist und wir das Gefühl haben, dass das in unserer Gesellschaft eigentlich mehr anerkannt werden sollte oder gesehen werden sollte und nicht eigentlich diese Weichspülerei von ich fühle ja, aber eigentlich fühle ich nicht. Weil da werden wir manchmal, fänden wir es ehrlicher zu sagen, oh, ich will eigentlich gar nicht fühlen oder ich habe Angst vorm Fühlen. Das ist was, wo echter wäre und der erste Schritt zum Fühlen wäre. Weil man würde dann eigentlich schon die Angst fühlen, die man eigentlich tatsächlich hat. Deshalb lasst euch inspirieren. Ganz schöne Zeit.